genau 3 Tage, dann findet der New York City Marathon statt. Und genau deswegen bin ich hier. Also wie man sieht, jetzt gerade nicht in New York City, sondern noch in New Jersey. Und heute ist Donnerstag, der 31. Oktober. Das heißt, später beginnt die Marathon Expo und genau da geht es auch heute hin. Ja, und dabei werde ich euch jetzt mitnehmen und natürlich darf da auch ein bisschen Sightseeing nicht fehlen. Ja, heute ist jetzt schon Samstag, das heißt, morgen ist der große Tag und ich dachte mir, es wäre jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, ein bisschen was zur Expo zu erzählen, wie es da war und was es für die Läufer so dort gibt und ja auch zur Reise an sich, wie man so eine Marathonreise bucht und mit was für Kosten man da rechnen muss. Vielleicht interessiert das ja einige von euch, die sowas auch mal machen wollen und ich kann schon mal sagen, es ist nicht unbedingt so teuer, wie man denkt. Ich habe da eine gute günstige Alternative gefunden, würde ich mal sagen. Aber dazu gleich mehr. Erstmal wollte ich ein bisschen was zur Expo erzählen. Ja, die Expo findet von Donnerstag bis Samstag statt und wir waren direkt am Donnerstag da. Man muss da auch im Vorhinein so einen Zeitslot buchen, wo man zur Expo gehen möchte oder gehen darf. Damit man eben zu einer bestimmten Zeit da ist und das nicht zu überfüllt ist, weil alle am Samstag hingehen wollen. Und ja, wir waren am Donnerstag da und es war tatsächlich noch gar nicht so voll. Das war eigentlich ganz angenehm. Also es gab eigentlich kaum Warteschlangen. Also bei der Startnummernausgabe war gar keine Warteschlange. Und später dann, wo man halt dann noch was kaufen konnte, da waren dann Schlangen, aber ich glaube, wir haben höchstens 5 Minuten gewartet. Also das ging ziemlich gut. Ich will nicht wissen, wie voll es vielleicht am Samstag denn noch dort war. Ja, dann gab es natürlich einmal die Startnummer bei der Expo. Und zu der Startnummer gab es auch dieses Finisher-T-Shirt. Das war dabei, das hat jetzt nichts extra gekostet. Und ja, ist ein bisschen schade, dass es orange ist. Ich finde orange jetzt nicht so schön, aber die Farben vom New York Marathon sind ja irgendwie blau und orange. Von daher, letztes Jahr war es glaube ich blau, dieses Jahr ist es dann orange. Ja, und ich habe mir deswegen noch ein blaues Shirt gekauft. Ich glaube, das hat $65 gekostet. Das ist so ein Longsleeve aus so einem so ein Thermostoff, also für den Winter auch geeignet und von daher fand ich eigentlich den Preis jetzt ganz in Ordnung dafür, dass es eben aus so einem hochwertigen Material ist und ja, auch vom New York Marathon ist, da weiß man ja, dass man immer ein bisschen drauf zahlt, aber ich fand es jetzt gar nicht so viel zu teuer. Ich finde, wenn man solche Longsleeves von Nike oder so im Internet kauft, ja, kosten die schnell auch mal irgendwie 50 Euro und von daher fand ich $65 jetzt eigentlich noch in Ordnung. Ja, und dann habe ich noch die Jacke mitgenommen, die New York Marathon Finisher Jacke. Die hat $150 gekostet, also wirklich nicht günstig, aber ja, das ist wahrscheinlich eine Jacke, die man irgendwie sein Leben lang noch trägt und als Erinnerung behält und von daher war es mir das Geld irgendwie wert, diese Jacke zu kaufen. Ich glaube, die gab es insgesamt in 6 verschiedenen Farben, also da war für jeden Geschmack auch was dabei und genau. Ja, so viel zur Expo. Dann wollte ich ja noch was dazu sagen, mit was für Kosten man rechnen muss, wenn man so eine Marathonreise hier nach New York bucht. Und ich dachte im Vorfeld eigentlich, dass das ziemlich teuer ist und ja, eigentlich kaum bezahlbar, sag ich mal. Und ich finde eigentlich am Ende, dass es noch bezahlbar war. Also ich habe jetzt für eine ganze Woche New York, also 7 Nächte, mit Flug, Unterkunft und diesem Marathon-Ticket 1.600 € bezahlt. Und das fand ich eigentlich in Ordnung, weil es gibt ja oft diese
Pakete, die man bei der Reiseagentur bucht, wo dann das Marathon-Ticket bei ist, aber eben auch schon ein Hotel, was man dann buchen muss. Und das sind halt oft teure Hotels, die irgendwo im Zentrum sind und dann ist man halt schnell mal bei, ja, über 2000 oder bis 3000 Euro für, ich glaube, 4 Nächte. Und das finde ich schon ziemlich teuer. Und ich wollte gerne halt länger hier bleiben. Und das wäre halt mit diesem Komplettpaket wirklich für mich unbezahlbar gewesen. Und von daher hatte ich eigentlich Glück. Ich habe nämlich eine Agentur gefunden, die anbieten, dass man nur den Flug mit diesem Marathon-Ticket bucht und kein Hotel. Also ich hatte die Möglichkeit, eben selber eine Unterkunft zu buchen, die jetzt auch ein bisschen außerhalb ist. Und es ist ein Airbnb, es ist auch ein bisschen günstiger dadurch. Und ja, ich musste eben nur den Flug über die Reiseagentur buchen, um dieses Marathon-Ticket zu bekommen. Und von daher war es am Ende halt auch für mich günstiger als diese Komplettpakete, die man halt häufig im Internet findet. Ja, und für diejenigen, die jetzt noch interessiert, wie sich diese Kosten genau zusammensetzen, also es waren einmal 700 Euro für Hin- und Rückflug, 300 Euro für die Unterkunft hierfür, also für eine Person für die 7 Nächte. Und das Marathon-Ticket waren 600 Euro und dann, naja, kamen eben auch noch Kosten natürlich hinzu, hier für Essen, Attraktionen und so weiter, sodass ich jetzt am Ende mit allem, was man hier gemacht hat und erlebt hat und gegessen hat, bei ungefähr 2300 Euro war für eben eine Woche New York mit Marathon. Und das fand ich eigentlich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass man hier eine Reise sozusagen in die USA macht. Auch ohne Marathon ist man, glaube ich, schnell in so einem Bereich. Von daher fand ich, war das eigentlich in Ordnung. Ja, und jetzt ist schon Samstagnachmittag. Das heißt, für heute ist gar nicht mehr so viel geplant. Vielleicht gehen wir noch mal kurz raus, holen uns irgendwie was zu essen, was wir hier in der Unterkunft kochen können. Aber wir wollen jetzt nicht noch mal nach New York, Manhattan reinfahren und da irgendwie noch viele Schritte machen und die Beine belasten, sondern lieber ein bisschen das Ruhige angehen lassen, um dann wirklich fit zu sein für morgen. Die Startlinie vom New York Marathon ist immer in Staten Island, also dem südlichsten Stadtteil von New York. Und da musste man ziemlich früh aufstehen, denn für die schnellsten Läufer ging es schon um 8 Uhr los und für mich dann um 10:20 Uhr. Und man musste erstmal mit der Fähre und dann noch weiter mit dem Bus zur Startlinie kommen. Und dafür musste man schon echt ziemlich früh aufstehen. Ja, ich bin jetzt gerade hier im Startbereich und es geht eine halbe Stunde ungefähr los. Ziemlich aufregend. Asegúrese que su número oficial de carrera y cualquier pulsera emitida sean visibles. Todos los artículos deben colocarse en la bolsa oficial de la I'm thinking that they're after me.
Ja, der Marathon ist geschafft. Heute ist schon Montag und wir sind jetzt gerade noch im Central Park, weil wir noch auf unseren Flug warten müssen, der erst heute Abend ist. Und außerdem ist montags im Central Park auch immer noch so eine Art After-Marathon-Veranstaltung, heißt es, glaube ich, in der Nähe von der Ziellinie, wo man die Medaille gravieren lassen kann und auch eine New York Times erwerben kann, weil alle oder fast alle, habe ich jetzt gelernt, fast alle Finisher des New York Marathons werden auch immer am Montag darauf in der New York Times abgedruckt mit ihrem Namen und Zielzeit. Und eigentlich dachte ich, dass alle reinkommen, aber ich habe jetzt gerade eben tatsächlich gesehen, dass nur diejenigen reinkommen, die unter 4 Stunden 44 gefinisht haben. Und das habe ich tatsächlich mit meiner Zielzeit gerade noch geschafft. Und genau, von daher habe ich mir noch eine Ausgabe geholt von der New York Times mit meinem Namen drin. Eigentlich ziemlich cool, dass die das machen. Ich dachte eigentlich, dass die alle Finisher abdrucken. Das hatte ich mal so irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sonst so war und nur dieses Jahr nicht oder ob das generell immer nur die schnellsten sozusagen sind. Also da steht auch the fastest ones. Keine Ahnung. Finde ich eigentlich schade, dass wenn man sie schon abdruckt, dass man nicht alle abdruckt. Aber naja, gut, so ist das eben. Vielleicht haben die einfach nicht genug Platz. Wie auch immer. Ja, und man hätte auch die Medaille gravieren lassen können, aber das hätte nochmal $28 gekostet und man musste auch ewig lange anstehen. Also ich habe die Leute da gefragt, wie lange sie warten und die meinten teilweise, dass sie schon über eine Stunde warten und dafür wollte ich mich da jetzt nicht anstellen, um die Medaille gravieren zu lassen, weil so wichtig war es mir dann nicht. Aber die Medaille, kann ich euch mal zeigen, ist wirklich super schön und ja, eine super Erinnerung an diesen tollen Marathon. Ja, und dann erzähle ich einfach noch mal ein bisschen, wie es gestern so war. Also der New York Marathon ist wirklich ein heftiger Lauf, also anders kann ich das nicht sagen. Es waren so viele Leute draußen, die angefeuert haben, eigentlich fast überall an der Strecke, nur halt auf den Brücken nicht. Hier gibt es ja einige Brücken, über die man überläuft, aber ansonsten waren überall so viele Leute und haben einen einfach richtig krass angefeuert. Und das hat einen gut ins Ziel getragen, weil gerade am Ende wurde es nochmal ziemlich anstrengend. Wenn man dann am Ende in den Central Park reinläuft, ist es ziemlich hügelig und das ist nach irgendwie 35 Kilometern dann auch echt eine krasse Belastung noch für die Beine. Aber die Leute waren wirklich einfach super und haben angefeuert und es war ein super emotionaler Zieleinlauf irgendwie da im Central Park mit den ganzen Leuten, die wie verrückt einfach gebrüllt haben. Das war mega schön. Ja, und zum Lauf selber. Also ich sag mal so, die ersten 25 Kilometer waren vollkommen okay und es war auch gar nicht so hügelig, wie ich erwartet hatte. Aber dann kam eben die Queensboro Bridge bei Kilometer 25 und da ist man, ich weiß nicht wie lange, aber 1 oder 2 Kilometer, es fühlte sich wirklich ewig an, nur bergauf gelaufen auf dieser Brücke und irgendwann war man dann sozusagen am höchsten Punkt und dann ging es wieder bergab. Aber das konnte ich merken, dass diese lange Bergaufstrecke dann wirklich anstrengend war und danach ist es auch sozusagen nicht weniger anstrengend geworden. Und ab Kilometer, ich glaube 33 war es, wurde es dann für mich ziemlich anstrengend. Und wie gesagt, so ab Kilometer, ich glaube 35, 36 fingen dann auch die Hügel hier im Central Park so langsam an. Und das war schon ein sehr anstrengendes Finish am Ende. Aber wie gesagt, es war eine super Erfahrung, einfach verrückt hier in New York den Marathon mitzulaufen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Es hat sich wirklich gelohnt, hierher zu kommen und diesen Marathon mitzulaufen. Und ich würde es nächstes Jahr direkt wieder machen. Also es war wirklich einfach nur super toll hier. Ja, so viel zum New York Marathon. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt oder den Kanal abonniert. Und mich würde nochmal interessieren, ob ihr vielleicht auch schon mal den New York Marathon gelaufen seid oder vorhabt, das zu tun. Wie gesagt, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das vorhabt. Und dann bis zum nächsten Mal.